Hallo, dann sind wir wieder hier und es tut mir leid, ich muss mit Konrad in Deutsch sprechen und das ist ganz viel Spaß. Das ist sicher, ja. Ich habe gestern mit Tillmann gesprochen in Deutsch und er lächelt schon. Nee. Begrüße euch. Ich hoffe, dass alles gut ist. Ich bin Morten auf Englisch. Ich bin der Redakteur von english.tv und english.news. Ich finde es sehr fantastisch, hier zu sein. Und ich freue mich auch, präsentieren Konrad von die Pharmadrucker. Was ist die Pharmadrucker? Ich glaube, das hat etwas mit Pharma zu haben, ja? Das hat was mit Pharma zu tun, genau. Aber im Prinzip ist die Firma ein Verlag gewesen, über 150 Jahre alt. Wir haben mal angefangen, mein Urgroßvater die Zeitung für Meldungen, was südlich von Kassel ist, herauszugeben. Und dann haben wir, also 2019 war das 150-jährige Jubiläum, und dann haben wir quasi fast 150 Jahre von Werbung gelebt. Und ich habe mal irgendwann darüber nachgedacht, wie geht das dann eigentlich in die nächste Generation und wie kannst du ein Unternehmen übergeben, was 10 Jahre eigentlich nur bergab geht. Das ist ja im Akzidenzbereich so gewesen. Wir haben das, also ich habe gehört, dass gestern der Bundesverband Druck hier präsentiert hat. Das war nicht so positiv. Ja, aber es wird ja nicht besser, wenn man es schön redet, oder? Ja, ja, 100%. Man muss ja den Dingen ins Auge sehen, finde ich. Ja. Und also habe ich den Dingen ins Auge gesehen und habe gesagt, wo ist denn woraus man was entwickeln kann. Dann hatten wir diese Packungsbeilagen, die so ein Mauerblümchen-Dasein hatten. Ja, aber immerhin. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja eigentlich ganz interessant, da können wir ja mal Gas geben. Das haben wir dann gemacht. Dann haben wir 2015 daraus eine Firma gemacht, die Pharmadrucker. Genialer Name, finde ich. Weil es steht draußen dran, was drin gemacht wird. Das ist immer gut. Und sind dann seitdem super gut unterwegs. Und du hast 150 Jahre, aber 5. Generation, ja? Ja. So, es ist in ganz viele Generationen von deiner Familie, die in diesem Druckerei gearbeitet haben. Aber es ist nicht dieselbe Druckerei heute. Das ist selbstverständlich. Nein, ich meine, die ganzen Zyklen, die wir in der Branche haben, haben wir ja durchlebt. 2 Weltkriege überstanden. Ja, muss man überlegen. Ja. War es in 2009, dass du wollte eine Pharmadruckerei werden, oder? Ja, ungefähr vor 15 Jahren haben wir dann den Switch gemacht und haben gesagt, oh, Packungsbeilagen ist eigentlich ein Ding, was man entwickeln kann. Und dann haben wir uns darauf konzentriert und dann haben wir gesagt, oh, das läuft ja gut. Und dann haben wir 2015 gesagt, jetzt konzentrieren wir uns voll darauf, haben den Switch angefangen, haben gesagt, Akzidenz, keine Energie mehr, alle Energie Pharmadruck. Und so haben wir im Prinzip die Druckerei Bernecker quasi zum Jahreswechsel geschlossen. Wie schwer war es von einer Geschäftsperspektive, diesen Beschluss zu machen? Einfach, weil das konnte ich ja allein entscheiden. Ja, insofern ist das immer in so einem Familienunternehmen ja leicht. Dumme Frage. Ich habe es gesagt, ja. Ja, aber jetzt kommt das Aber. Und das Aber besteht natürlich darin, du musst ja die Mitarbeiter mitnehmen. Und an den Switch haben viele nicht geglaubt. Ja, ich war ja immer innovativ unterwegs. Ich war mal Apple-Händler, ich war Internet-Pionier. Die Bernecker-Website ist eine der ältesten Websites Deutschlands. Also ich habe ja viel so Dinge gemacht, weil ich immer dran Spaß gehabt habe, was zu unternehmen. War immer aktiv. Naja, und dann hast du natürlich auch so die ganzen Leute an deiner Seite, die sagen, ach, der hat mal wieder eine Idee, oder? Ja? So, das wird sowieso nichts. Nee, okay. So von einer Geschäftsperspektive einfach, weil du hast den Beschluss gemacht. Genau. Von einer technologischen Perspektive, wie einfach war es? Naja, zunächst mal war ja das Offset, die Entscheidung, wir konzentrieren uns jetzt auf Pharmadruck. Produktionsverfahren war Offset. Aber ich frage, weil ich glaube, dass es ganz ein reguliert Market ist. So, ich glaube, dass wenn man von einer Akzidenzdruckerei
umtauschen zu einer spezialisierten Druckerei, dann gibt es auch etwas, das man muss Breile machen, man muss andere Dinge machen, das funktioniert für die Pharmaindustrie. Ja klar, aber die ganze Regulatorik, die war ja schon da. Ja. Also das ganze Qualitätssystem, diese So, Audits, die wir machen müssen, das Qualitätsempfinden. Wir hatten vorher schon eigentlich gesagt, es geht eigentlich nicht mehr, also vor 2015 hatten wir schon gesagt, es geht eigentlich nicht mehr, dass wir im gleichen Produktionsgebäude Akzidenz und Pharmadruck machen, weil das ist nicht zu vermitteln. Ja, und ist nicht dasselbe. Man muss andere Genau, du musst anders auf die Dinge schauen. Genau. So, also das hatten wir schon vorher gemacht. Und dann sich darauf zu konzentrieren, war eigentlich die Folge der Geschäftsausrichtung. Also wir wussten ja nicht, ob das funktioniert. Ja. Das war ja ein Risiko. 20% Pharmadruck, 80% Akzidenz. Und das Ziel war, das innerhalb von 5 Jahren komplett zu wechseln, den Umsatz komplett zu wechseln, aus eigener Kraft. Und dann 1 oder 2 Jahre später das Akzidenzgeschäft zu verlassen. Und diesem Zeitplan, könnte Sie diesen Plan halten? Oder Ja. Okay, so alles war planiert und es hat so funktioniert. Ja, hat so funktioniert. Okay. Ja, aber die Mitarbeiter mitzunehmen, das war eigentlich, ich würde sagen, das Schwierigste. Weil Sie haben alles sind ein bisschen konservativ, ja? Oder da war nicht vielleicht... Ja, vermittle mal einem Drucker, der an einer 5-Farben XL mit Lack steht, dass er jetzt an einer 2-Farben arbeiten darf. Wie viele Drucker haben wir hier? Könnt ihr das nachvollziehen? Ja, ne? Oder? Ach, das kann ja jeder, oder? Oder? So ist doch. Da geht ja so ein bisschen Berufsstolz verloren. Ja. Oder? Aber ich glaube, dass wenn man eine Inlay zum Beispiel ansehen, dann ist es vielleicht nicht die Druck, das ist die meistens fantastische, aber dann ist es der Bindung. Das ist eine Herausforderung. Right? Man muss es kleiner machen, man muss es besser machen. Ja, aber das ist ja nicht mehr der Drucker, das ist dann der Buchbinder. Also früher waren die Drucker, muss man mal sagen, entwicklungsgeschichtlich, ich bin ja nur ein bisschen älter und habe noch Bleisatz mitgemacht. Entwicklungsgeschichtlich waren die Kings ja früher in der Druckerei wer? Die mit den grauen Kitteln, Setzer, oder? Die haben den Takt vorgegeben. So, die wurden auch am besten bezahlt. Dieser Beruf war dann irgendwann atomisiert, oder? Desktop Publishing war ich ja einer der Protagonisten, die das mit betrieben haben. Gegen eigentlich eigene Interessen. Ja, wir haben Disruption, da hast du ja von Disruption gesprochen. Sie haben das damals gemacht, wussten gar nicht, wie das heißt. Nee, es ist ein ganz neues Wort. Ja, wir haben das einfach gemacht. Also wir hatten unsere Mengensetzerei, da waren 60 Mitarbeiter beschäftigt. Die habe ich angegriffen, ich Jungspund. So, du warst sehr populär. Das war sehr populär, ja. Ja. Und wenn man diesem Prozess ändern von einer Akzidenzdruckerei zu einem Pharmadrucker, Technologie ist sehr wichtig in der Druckindustrie. Ja, das wollte ich ja vorhin noch erklären. Es ist nicht? Ab. So. Sollen wir nach Hause gehen dann? Einfach kann ja jeder, oder? So, also. Jedenfalls, um die Geschichte nochmal abzurunden und deine Frage vielleicht noch mal ein bisschen zu beantworten, wie war der Weg dann danach, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben? Dann haben wir uns natürlich mit dem Markt beschäftigt, uns insbesondere mit unserer Ausrichtung. Wer sind wir, was wollen wir sein? Weil ich wollte ja nicht wieder so ein Akzidenzdrucker sein, wo der Kunde bestimmt, was ich zu tun habe, wenn ich morgens aufstehe und dann auch noch sagt, was er mir denn bereit ist, dafür zu bezahlen. Das wollte ich nicht mehr. Das habe ich ja lange genug gehabt und lange genug darunter gelitten und meine Mitarbeiter mit mir, um es ehrlich zu sagen. Das war ja nicht schön. Also haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen, was besonders ist, was uns Anerkennung gibt, was auch den Mitarbeitern Anerkennung gibt und was uns das Geld zukommen lässt, damit wir leben können. Und jetzt haben wir jetzt haben wir Wettbewerber, die sind ja, hier Faller, ihr seid ja 12-mal größer als wir.
So, dann wenn es ja weitergehst, Edelmann, CCL oder die großen internationalen Gruppen, da sind wir ja Fliegenschiss gegen. Da muss man ja sagen. So, also haben wir gesagt, jetzt müssen wir was machen, was besonders ist. Also Inkjet. Ich glaube an Inkjet als Technologie. Habe ich vor 2018 mit meinen damaligen Mitgeschäftsführer, trauen wir uns das zu? Inkjet? Ja. Ist das die Zukunftstechnologie? Ja, wir glauben dran. Und dann sind wir losgegangen. Ich will gerne über Inkjet und Technologie sprechen in einem kleinen Moment, aber ich habe eine Frage vorher. Wenn diese Transformation wäre fertig, und ich weiß, dass man nie fertig ist, aber wenn die Transformation von... Wenn du fertig bist, liegst du im Sarg hoffentlich. Wenn du hast gesagt, dass du wolltest nicht mit den Preisen und die Kunden und all, du wolltest es selber bestimmen. Sagst du, dass es ist einfacher verkaufen und Geld verdienen, wenn man einen nicht fokussieren kann? Das ist eine Frage der Größe. Das hast du ja auch sehr gut dargestellt heute Morgen. Ja, aber vielleicht haben Sie es nicht gehört. Ach so. Ja, wenn du klein bist, brauchst du die Nische. Wenn du groß bist, hast du natürlich mehrere Standbeine. Ja, ja. Also ich habe jetzt auch mehrere Standbeine, habe noch 2, 3 aber ich frage, andere Firmen. Ich frage, weil wenn ich verkaufe zum Kunden, wenn ich aber arbeite in einer Druckerei, in Verkauf, dann war es, das muss man einen Preis, man muss Konkurrenz, aber wenn es zum Beispiel in Packaging und Labels, dann ist es vielleicht ein bisschen, es muss auch Konkurrenz werden, möglich werden, aber dann ist Lieferzeit mehr wichtig und constant delivery and the delivery terms are more important, right? So ich frage, dass wenn man eine Pharmadrucker ist Preis nicht so wichtig als alle anderen Dinge in einer Druckerei? Oder es ist auch konkurrenzbasiert? Ja, da sind wir wieder da, wo ich eben versucht habe zu erklären. Das ist die Frage, wie positionierst du dich? Okay. So, das Wenn ist eine du Wahl. Ein großer Pharmadrucker bist und an diese Novartis dieser Welt lieferst, dann ist es dasselbe. Bist du auch. Was hast du dann vor dir? Die Jungs, die irgendwelche kommen von der Schule und wollen dir dann die Welt erklären und am Ende heißt entweder sie liefern zu dem Preis oder sind raus. Und wenn du dann Umsatzanteil hast, der groß ist, was machst du dann? Ja, lieber Kunde. Natürlich, lieber Kunde. Ja. So, du hast eine Recipe für deine Unternehmen, das funktioniert, weil du kannst die bestimmten Kunden herauswählen. Genau, wir arbeiten nicht für jeden. Ja. Und ich lehne Aufträge ab, ganz klar. Und, wenn der Kunde nicht zu uns passt, dann sage ich, arbeite ich nicht für dich. Das will ich nicht mehr haben. Ich will nicht mehr beim Kunden sitzen und der erklärt mir die Welt und sagt mir, wie ich ticken muss. Ich will Kunden haben, die zu mir kommen, weil sie das gut finden, was ich mache. Und weil auch das, sag mal, ich bin so jemand, vielleicht ist das old fashioned, der sehr stark auf Beziehungen Wert legt. Und wenn mir einer nicht passt, dann sage ich zu dem, nee, ich arbeite nicht für dich. Es gibt genügend da draußen, geh doch dahin, nicht zu mir. Diese Position habe ich noch nicht erreicht, um es mal klar zu sagen, aber an der Position arbeite ich. Ganz klar. Und da geht Qualität vor Wachstum und Ergebnis vor Umsatz aus. Ganz klar. So, warum soll Kunden von dir kaufen? Weil wir ein Konzept haben, was es, denke ich mal, ich will jetzt keine Superlative nennen, aber sag mal, weil wir klar positioniert, ich will es mal so sagen, ich will es mal nicht bewerten, sondern ich will es einfach mal sagen, wie es ist. Das ist anders, als die meisten anderen das machen und das ist besonders. Und das Besondere ist, wir sagen Zero Waste. Wir arbeiten jeden Tag daran, möglichst zu überprüfen, ist das, was wir machen, wertschöpfend oder ist das, was wir machen, ersetzbar durch einen Automaten oder durch weiß ich was. Dann arbeiten wir daran, dass wir möglichst nur die Stückzahl liefern, die der Kunde braucht. Dass der Kunde kein Lager hat. Dass der Kunde
in relativ kurzer Zeit beliefert wird. Also unser Anspruch ist, die kürzesten Lieferzeiten in Europa zu haben. So. Und das können wir, weil wir die Technologie Inkjet haben. Und die Technologie Inkjet ist im Prinzip eine Folge unseres Konzepts, weil wir gesagt haben, in dieser Marge in dieser Ecke wollen wir uns positionieren. Was brauchen wir dazu? Da wir sowieso in den Inkjet-Bereich gehen wollen, haben wir gesagt, oh, das passt ja. Damit können wir Time to Market wesentlich reduzieren. Damit können wir auch die Auflage 1 produzieren, sodass der Kunde das bezahlen kann. Das ist die Nische. Und ich glaube, das ist, wenn man alles hier sehen und auch wenn man Inkjet herüber sprechen, dann ist es das, die Digitaldrucktechnologie und Finishing-Technologie ist eine Necessity für diese Philosophie zum Erfüllbar. Ja? Ja. Ja. Aber natürlich viel mehr, der ganze Prozess. Ja. Ja, selbstverständlich. Alles muss in diesem digitalen Mindset werden. So ist das auch, wenn man in Verkauf, deine Salespeople, haben sie diesen richtigen Mindset für, dass man in Auflage 1 profitabel werden kann? Wenn ich in einer Accident-Druckerei gearbeitet, dann war es, ich musste eine große Auflage verkaufen. Ich musste ganz viele in Umsatz und Profit, was vielleicht nicht so wichtig im ersten Mal, aber wie ist es, weil ich glaube auch diesem Umtausch von Massproduktion zum Just-in-Time ist eine ganz große Änderung. Ja, keiner der Verkäufer aus dem Exzidenzbereich ist noch bei uns. Okay, so das war eine der größeren Beschluss, dass du brauchst. Nein. Die haben alle die Chance gehabt, sich zu entwickeln. Okay. Und die haben alle die Möglichkeit gehabt, das mitzugehen. Aber wenn die nicht mitgehen wollen, dann trennen sich die Wege quasi automatisch. Ja, oder? Ja, 100%. Ja. So die Leute, dass du hast in Verkauf in deine Druckerei, ist das junge Leute? Oder? Ja. Okay, so die haben ein anderes Mindset für Verkauf? Sind alle unter 30. Ja. Alle unter 30, ja. Okay. Und wie schwer hast diese Transformation auch von einer Organisation? Ich glaube, dass wir alle weiß, dass man haben Alte, man haben Jungen, man haben Frauen, man haben Männer, man haben vielleicht ganz verschiedene Mitarbeiter. Ist der Mitarbeiter am wichtigsten, wenn man eine Transformation wie deine ist? Unbedingt, ja. Ja. So, wenn wir über Inkjet sprechen, das ist nur eine Methode. Ja. Der Mindset ist nicht in der Technologie. Nee. Das Mindset kommt vorher. Ja. Klar. Und was ist am ersten? Hier ist es der Finishing First. Ist der Druck, MIS und Computer- und Workflow-Systeme oder Finishing-Systeme die wichtige? Für uns ist Finishing das Wichtige. Weil das ist ja die schlechte Nachricht für die Drucker. Wir brauchen keine Drucker mehr. Also ich erlebe ja noch die Situation mit, dass ein weiteres Berufsbild in unserer Branche stirbt. Ich glaube, das ist nicht mehr aufzuhalten. Als Setzer, was waren die Setzer so stolz, was waren die Drucker so stolz? Und jetzt kriegen sie alles, was sie können, weggenommen durch Automaten. Ist ja so. Aber hältst du das auf? Nee, hältst du nicht auf. Kannst du nur nicht mitmachen oder sterben. So ist es. Und ich glaube, und wir sind ja nicht einer, der mitmacht, sondern wir gestalten. Richtig, ja. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, weil wir, wenn man Typografen existiert nicht. Ja? Ganz viele Arbeiten von Historie existiert nicht mehr. Ja. So, eine Drucker ist vielleicht nicht so wichtig, aber wie ist das als eine Druckerei, dass man keine Drucker haben oder brauchen? Soll es etwas anderes ernannt? Die Farmer oder der Farmer ja, und dann ist... wir drucken ja noch. Ja, aber ein Drucker. Nee, nicht wichtig. Was sagst du? Ist ein Drucker wichtig? Digitaldruck auf keinen Fall. Ja, aber da geht es doch hin. Aber nochmal, das ist einfach so. Brauchen Sie Finishing-Leute? Ja. Okay, so das die braucht man. Ja.
So, Also vielleicht dazu mal noch eine ganz persönliche Geschichte, weil ich bin ja zwar Kaufmann, aber habe auch an Druckmaschinen gearbeitet, habe sogar mal eine Druckerlehre begonnen, habe also noch mit Blei tatsächlich Formen zugerichtet, die dann in der Revision kontrolliert werden. Dann musste die Spieße, also die jungen Leute wissen das alles nicht mehr, wie das geht. Aber ich habe das also richtig nur mitgemacht und es war total spannend und da zehre ich heute noch von. Jetzt habe ich den Faden verloren, was soll ich sagen? Egal. Nächste Frage. okay, Inkjet. Drucken Sie nur in eine Farbe oder zwei Farben oder wie viele Farben drucken Sie in Inkjet heute? Ach so, die Frage war, warum ist das oder wieso ist die Weiterverarbeitung so wichtig? Weil es so komplex ist und so kompliziert ist und weil es da immer noch jemand trotz aller Automaten braucht, der die letzte Feinheit justiert. Ja, wenn ich das Ding 5 oder 6 oder 8 Mal false und habe vorne einen kleinen Fehler drin, der Automat macht ja nicht 100%, dann muss ich wissen, wie wirkt sich das am Ende aus. Und ich als Drucker habe dann tatsächlich, als die erste Maschine von Horizont kam bei uns, habe ich mich tatsächlich mal eine Woche an die Falzmaschine gestellt und habe als Drucker begriffen, erstmalig, Thomas weiß das, habe als Drucker erstmalig begriffen, was unsere Buchbinder für einen Wert für uns haben. Das war richtig lehrreich für mich. Also es ist richtig, ja, das war eine Lehrstunde. Aber du hast nur noch eine Nee, Frage. ich glaube, es ist fantastisch, das zu hören. Und ich glaube auch, dass ich habe auch mit Thomas in einer Druckerei geworden. Und wenn ich das sehe, dass es geht mehr und mehr automatisiert auf Bindung. Ihr könnt hier sehen, dass alles automatisiert ist. Aber schon gibt es diesem Verständnis, in wie es funktioniert, so man ein Endprodukt kriegen kann. Ja, ja, das braucht es. Ist alle die Endprodukte, da deine Druckerei produziert, ist dieselbe Typ Produkten oder ist es ganz verschiedene Typen? Ganz verschiedene. Ganz verschiedene. Ja. Und wie offen und wie wichtig ist es, dass es ist einfach und automatisiert, auch im Bindungsprozess? Frage kann ich jetzt nicht verstehen. Nee, ich glaube, dass wenn wir hier ist, dann gibt es, alle die Maschinen ist automatisiert. Man kann einrechnen, die Maschinen automatisiert. Ja. So wie wichtig ist es für eine Druckerei, die so viele verschiedene Jobs haben, dass man einfach und automatisiert diesem Programm speichern und wiederholen kann? Ja, das ist ja das, was ich vorhin schon versucht habe zu erklären. Also klar, der Automat ist ein Automat, aber der Automat an der Stelle ist noch nicht so perfekt, dass er nicht den Mensch als Korrekturfaktor benötigen würde. Ob das jemals so kommen wird, ja klar, es wird wahrscheinlich irgendwann mal so kommen, aber im Moment ist es bei Weitem nicht so. Das heißt, dem Buchbinder oder dem Falser kommt noch eine große Aufgabe zu, das Produkt perfekt zu machen. So, und dann wollen wir ja auch, wenn wir so Outserts machen, die sollen ja scharfe Kanten haben und es sollen ja sauber aussehen. Das ist ja auch wichtig, weil die dann in die Verarbeitungslinie gehen. Und wenn der Muss es funktionieren so, mit der dann Verpackung, darf da ja ja. nicht eine Spitze rausgucken, dass das Ding stehen bleibt. Das ist ja der GAU für uns. Wenn so eine Anlage steht, die einen Stundensatz von 2.000 € haben und das ist auf uns zurückzuführen, haben wir ein Problem. Ja, logisch. Ja. Inkjet. Ja. Was funktioniert nicht? Ach, die Frage will ich nicht beantworten. Theoretisch funktioniert alles, aber faktisch funktioniert natürlich vieles nicht. Weil, guck mal, wir sind im Offset-Bereich, wir waren übrigens auch Pionier im Offset-Bereich. Mein Vater hatte eine der ersten Offset-Maschinen in deutschen Druckereien. Das war damals die sogenannte KURD. Interessanterweise sah die aus wie ein Zylinder, weil man meinte, die Drucker würden dann leichter damit klarkommen. Cooles Designkonzept, finde ich so im Nachhinein, was sich Designer da so ausgedacht haben. Es ist eine kleine, also ihr merkt, ich habe immer so gern so Anekdoten dabei. Ja, was war die Frage? Ich habe wieder die Frage vergessen. Zu viele Anekdoten. Ja. Halt mich mehr auf Linie. Nein, das funktioniert viel besser. Nein, was funktioniert und was funktioniert nicht mit der Ja, Inkjet? und das ist ja genau das. Ich sag mal, wie lange sind wir im Offset-Bereich? 62, Anfang der 60er Jahre ging das mit Offset los. Das heißt, wir haben jetzt eine Historie, Offset 60 Jahre.
Und wie viel Historie haben wir im Inkjet-Bereich? Inkjet started in den 50. Ja, aber nicht industrielle Nein, ich weiß. Anwendung für unseren Bereich. Ich weiß, ja. Ja, das waren die Drucker, jeder hatte so einen Tintenstrahler zu Hause, ja. Klar. Aber ich frage, weil ich glaube, dass ganz viele Druckereien die Offset-Maschinen haben heute und vielleicht denken, dass nächste Generation sollte eine Inkjet-Maschine werden. Auf jeden Fall. Diese Transformation, ich glaube, dass, okay, druckt es alle Typen Papieren, funktioniert es mit die Fertigungs, das man braucht. Und ich frage, weil ich glaube, es ist eine wichtige Frage für ganz viele Druckereien, weil sie sind in diesem Transformation. Also dann beantworte ich die Frage anders. Wer sich heute nicht mit Inkjet beschäftigt als Druckerei, hat den Schuss nicht gehört. Okay. Fertig. Also so würde ich das beantworten. Ja. Das heißt nicht, dass alle jetzt in Inkjet morgen und alles umstellen müssen, aber unsere Druckerei wird nächstes Jahr keine Offset-Druckmaschine mehr haben. Das ist alles. So die Transformation ist 100% auch mit die ganzen Prozesse und Ja. Okay. Genau. Fantastisch. Ja, schauen wir mal. Aber ich glaube, es ist fantastisch, weil wenn ich früher hier eine Präsentation gemacht habe, wo ich sage, dass alle Prozesse von vorher Marketing zum Repetitive Customer kriegt, dann ist es ganz fantastisch, dass du sagst, ja, wir haben alles gekriegt. Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Konsequenz. Konsequenz und wie guckst du auf die Welt. Also mein Leitspruch ist, geht nicht, gibt's nicht. Ja, ist ja auch so. Es gibt nur will nicht. Ja, ja. Das finde ich. Ja, und so habe ich auch immer kommuniziert im Haus, wenn die nicht mit wollten. Da sage ich, das geht nicht. Sag ich, da ist nicht akzeptabel. Sag mir, wie es gehen kann. Und wir arbeiten so lange, bis es geht. Also, ich sag mal, die Inbetriebnahme, das war auch neu für mich. Wir sind ja ein Heidelberger Betrieb only gewesen, über, ach du liebe Zeit. So. Das tut ja weh, wenn du so eine Partnerschaft, die so intensiv gelebt wird, das tut, also mir als Gefühlsmensch, mir tut das weh. Ja. So, es ging aber nicht anders. So, und dann ist es eine Frage der Konsequenz, dass du den Weg, den du eingeschlagen hast, dann auch gegen allen Widerstand gehst. Sonst brauchst du ja gar nicht anfangen. Und Widerstände gibt es immer genug, wenn du neue Wege gibst. Es sind 1000 Leute, die dir ständig, immer die kleinen Jungs, die dir hier auf der Schulter, das geht nicht, probier es erst gar nicht, das geht schief, hast du gesehen, bei dem ist es auch schief gegangen. Aber Es geht bei uns nicht schief, wir machen das, fertig. Und ich glaube, dass wenn man an die gute alten Druckherstellern sehen, es muss ganz schwer sein, weil du bist nicht Kunde mit Heidelberg heute, weil sie haben nicht die Maschinen, die du brauchst für deine Kunden. Ja. Das ist vielleicht der einzige Grund. Ja. Ja. Also, ich meine, hier der Geschäftsführer von Horizont hat ja, wie viele Technologien, hat er eine Anleihen genommen an Technologien, so, die verschwunden sind. Ja. So, ich habe davon gesprochen, dass Berufsbilder verschwinden. Ja, aber wir fahren ja auch nicht mehr mit der Postkutsche hierher, oder? Es ist ja, oder? Ja. Wie definiert du die Relation, wie wichtig ist die Relation mit dir und deinen Lieferanten von Druckmaschinen? Und Sehr wichtig. Ja. Und wie funktioniert es? Es ist nicht täglich, aber es ist eine offene Diskussion über Möglichkeiten, oder wie funktioniert es? Ja, das kann ja nur so funktionieren, dass wir von unseren Kunden getrieben die Anforderungen kommunizieren und wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Und funktioniert das? Von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich. Okay. Ja. Ja, selbstverständlich, aber ich glaube... Aber ich sag mal, das ist dann auch so, ich habe ja gesagt, wir lassen uns nicht beirren, und wenn ein Lieferant halt das nicht versteht, was wir wollen, dann ist es halt nicht mehr unser Lieferant. So das ist ja bei Heidelberg auch so gewesen. Ja, selbstverständlich, ja. Ich meine, die einzige Reaktion von Heidelberg, als ich die erste Horizont-Maschine gekauft habe, war, dass sie mir erzählen wollten, dass ich einen Fehler mache. Das war die einzige Reaktion. Das kann doch nicht sein, oder?
Also bitte. Ich brauche keinen, der mir erzählt, dass ich einen Fehler mache. Ich brauche Argumente. Warum denn nicht? Ja, die hält nur, wenn ihr betreibt die ja 3 Schichten. Und wenn die dann, die hält keine 10 Jahre. Sag ich, aber die kostet damals, ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals kostete die Hälfte. Sag ich, ja und? Wenn sie nur 5 Jahre hält, schmeiße sie nach 5 Jahren weg und kaufe mir eine neue. Bin ich immer noch besser. Und ich habe es ausprobiert, ob es funktioniert. Oder? Aber das kommt zurück zum, wie wichtig Konkurrenz ist. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man mit Kunden und Verkaufen Drucksachen, weil es macht uns scharfer in der Mindset. Ja, klar. Aber auch wenn ich frage die Hersteller von Inkjet, ich frage immer, wie denkst du über Konkurrenz? Und alles sagt, das ist gut. Ja. Weil nächste Generation wird immer besser. Ja. Und ich glaube, das geht in Relation, aber auch in die Technologie. Wie meinst du jetzt? Die Technologie entwickelt sich noch? Ja, oder die was? Technologie entwickeln Say it in English. the technology keeps developing because of the competition, because Right, you yeah. have to answer to your customers. Ja, So the competition is good. And Heidelberg, when they come and say something like that you're making a mistake, basically what they're basically saying that they didn't listen to the competitive situation Yeah. and didn't understand your needs. ja. Die haben nicht verstanden, wohin sich der Markt entwickelt. Ja. Ganz genau. Und das ist ein Schade für... Das ist schon bitter, oder? Ja, es muss sehr bitter werden. Ja. 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 Wir sind hier, letzte Frage, wir sind hier mit Horizont Finishing First Event. Hast du etwas interessant hier gesehen? Hast du Maschinen gesehen? Hast du mit Leuten hier gesprochen? Das hat deine Augen öffnen mehr? Als Inspiration? Ich beantworte die Frage auch wieder anders, als du sie gestellt hast. Der Wert von solchen Veranstaltungen ist die Horizonterweiterung, indem man Menschen trifft, die man vorher nicht kannte. Und der Austausch darüber, wie was funktioniert und wie was gehen kann. Und das, was wir hier gesehen haben, das ist ja nicht wirklich neu, also für mich jetzt nicht wirklich neu, vielleicht in der Anwendung, aber ich bin auch jetzt nicht derjenige, der hier hingeht und sagt, da ist jetzt die Schraube und wenn ich die drehe, passiert das. Ich bin ja Kaufmann, ja, da müssten jetzt andere herkommen, aber die kommen ja dann im Anschluss her. So. Also insofern kann ich die Firma Horizont nur ermutigen, solche Veranstaltungen weiter durchzuführen. Und das beweist ja auch die Resonanz. Ich bin angenehm überrascht, wie viele Menschen hier sind, weil das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet in der Zeit und als erste Veranstaltung nach 3 Jahren. Und ich glaube, der persönliche Austausch und auch, ich sag mal, Manager machen sagen wir noch was anderes, andere Ebene nochmal wieder. Manager entscheiden aufgrund von Zahlen. Ich bin Unternehmer. Natürlich gibt es auch Zahlen, aber ich entscheide im Bauch, mit wem will ich arbeiten. Wem traue ich zu, dass er die Aufgaben, die ich anstelle, gut löst. Und da stecken immer Menschen. Sind immer Menschen. Und da bin ich von meinem Gefühl auch selten enttäuscht worden. Danke sehr, Konrad. Danke dir. Ja, okay. Vielen Dank.